Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mal wieder auf EU17. Da waren wir jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr schon auf EU17 waren. Kann sein. Ja, ich glaube ja. Aber auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Wir befinden uns hier natürlich auf dem Paladin-Server, wo auch mein Paladin hier drauf spielt. Da soll es aber großartig gar nicht drum gehen. Wir wollen mal schauen, was mittlerweile auf dem Server hier so abgeht. Wir haben jetzt mittlerweile 72.000 Spieler, die auf dem Server hier am Start sind. Ich denke mal, das ist nicht so verkehrt. Der Paladin hat definitiv dafür gesorgt, dass der Hype bei dem einen oder anderen dann doch wiedergekommen ist, beziehungsweise auch viele neue Leute oder ja, alte Leute, die aufgehört haben zu spielen, wieder angelockt haben. Die Klasse an sich ist ja sehr beliebt, beziehungsweise der Paladin aus anderen Games auch sehr beliebt und viel vorhanden. Und ja, deswegen wollen wir mal schauen, was hier auf dem Server so geht. Mittlerweile haben wir auch die Dungeon Runs rausbekommen können, beziehungsweise ist seit Anfang des Jahres schon klar, wie viele Runs zum Beispiel auch Turor gemacht hatte. Und zwar haben wir hier die Zahl 702 Stück hat der gute Kollege gemacht, ja. Ist auf jeden Fall ein stattliches Sümmchen, was da zusammengekommen ist. Ja, das ist ein Screenshot von ihm, der im Umlauf gegangen ist. Und ja, da hat man dann halt eben sehen können, dass 702 Runs hier auf EU17 gemacht worden sind. Hat ja auch schon sehr, sehr vieles auf, schon gemaxt, festungstechnisch. Ja, ist zum Beispiel auch der Canis auch sehr, sehr gut am Start. Also muss man sagen, neben Turor, ich würde sogar schon fast sagen, schon krasser als Turor, ist hier Canis auf dem Server unterwegs. Das ist wirklich schon, ja, also der hat schon gestörte Ausbauten hier in der Festung. Also das muss man einfach so sagen. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr krass. Ich weiß gar nicht, wo ist hier eigentlich der Turor? Ja, wenn wir den mal hier googeln, Turor, wenn wir den mal hier suchen in der Liste, ja, 374, ist auch nicht verkehrt, ne? Das kann man nicht haten auf jeden Fall, aber das, was hier der Canis macht, ne? Der Canis, ja, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr heftig. 505 Ausbauten schon, ja. Wir gucken mal in die Ehrenhalle rein und ja, hier ist mittlerweile der Canis auch vor Turor, hat ihn überholt von der Ehre her. Vom Level her ist Turor immer noch vorne mit Stufe 350. Statpunkt-technisch haben wir hier bei Canis 32.000 zu 31.600 und Turor hat in Anführungszeichen nur 31.700 zu 30.700, ja. Also Canis auch Statpunkt-wise den Turor jetzt schon in die Tasche gepackt, ja. Ich denke mal, das werden viele von euch feiern, weil viele habe ich das Gefühl, mögen Turor auch nicht so oder keine Ahnung, verurteilen ihn. Ich meine, er hat ja auch einen shady Background auf jeden Fall so, was in der Vergangenheit hier und da mal so passiert ist, ne? Kann ich das auf jeden Fall auch schon irgendwo nachvollziehen. Und der Canis geht jetzt an ihm vorbei. Ja, so wie es aussieht, auch irgendwie ein Tscheche oder so. Und ist hier gut am Start. Da müssen wir mal gleich in die Analysen reingehen von EU17 und schauen uns mal an, beziehungsweise gucken wir mal, was die Klasse des Paladin so macht. Wir haben hier die Level, da ist natürlich Turor hier vorne, aber uns geht es jetzt mal hier um das Haupt- und Nebenattribut. Und ja, da sehen wir jetzt, dass Canis 63k hat und Turor 62k, also hat ihn da auf jeden Fall überholen können. Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Leistung, muss man mal so sagen. Auch hier der Harvey ist mittlerweile auch von EU17 hier auf Platz 3, statpunkt-technisch, auf einem Server, der ja wie gesagt ein paar Tage später gelauncht ist, als der Paladin eigentlich rausgekommen ist. Und hier sieht man zum Beispiel den ersten, den Reformed Psylas, der den Paladin angefangen hat anscheinend auf einem alten Server, als er auch direkt dann erschienen ist. Ja, Jurik hier auch, sehen wir auch hier auch stark mit oben mit dabei. Na, da muss man halt dann gucken, wo die Leute sind, die auf EU17 dann hier angefangen haben. Ne, das ist schon sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall. Und es geht weiter voran. Wir gucken mal,
Das interessiert mich jetzt mal auch, wie mittlerweile so die Aufteilung ist von der Klasse her. Ja, man muss sagen, wir haben damals, als der Server gestartet ist, mit 60% Paladin angefangen. Mittlerweile sind wir bei 41. Also es dominiert natürlich nach wie vor immer noch der Paladin extrem krass. Das kann man nicht anders sagen. Allerdings haben jetzt so ein paar Spätstarter oder ja, Nachkommer irgendwie, ja, haben hier sich entschieden, andere Klassen zu nehmen, auf jeden Fall. Es sind eigentlich so meistens die üblichen Verdächtigen, die auch nach der neuen Klasse oftmals gepickt werden zum Serverstart. Und das ist halt der Necro, Magier komischerweise auch, immer noch nach wie vor sehr beliebt, aber halt eben auch der Berserker und der Dämonenjäger. Das sind halt einfach die Klassen, die zum Serverstart sehr mächtig sind, die in den Dungeons gut abgehen, etc. pp. Ne? Ich bin gespannt, wie sich der Paladin dann auf den kommenden Servern durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass er auf EU18 auch nochmal die meistgepickte Klasse wird. Zwar nicht mehr mit einer 41er Rate, aber dann haben wir vielleicht so schätzungsweise, ich gebe mal so meinen Tipp ab, sagen wir auf EU18, nicht am ersten Tag, sondern wenn der Server so, sagen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht so 2, 3 Wochen alt ist, würde ich so schätzen, vielleicht so eine Rate von 20 bis 25% Paladin, ja, dann auf Platz 1 und dann halt wieder Necro, Bersi und sowas dann halt hinterher, ne? Nur, dass der Paladin ein paar Prozente abgeben wird. So, das ist so mein Call für EU18, was so die, ja, die Paladin-Pick-Rate angeht. Ich muss sagen, mir macht der Pala auf jeden Fall nach wie vor Spaß. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit zwar nicht so aktiv gespielt hier auf dem Server, muss ich sagen. Dungeons pushe ich aber trotzdem natürlich nach wie vor immer noch sehr gerne. Mein Progress ist halt momentan nur nicht so hoch. Aber es könnte sein, der Try sah zum Beispiel eben schon sehr, sehr gut aus. Ja? Dass wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen weiterkommen. Geil, sehr schön. Das waren gleich 2 Level, ne? Ja, sehr, sehr nice. Ich hatte halt hier lange Zeit ein paar Blocker gehabt und die haben mich dann halt einfach nicht vorbeigelassen, weil das natürlich Magier gewesen sind und gegen Magier stinkt halt der Paladin schon ganz schön ab, muss man sagen, weil der Grundschaden dann doch noch niedriger ist als beim normalen Krieger halt, ne? Und diesbezüglich kann er halt eben nicht von seinen Fähigkeiten profitieren, was den Pala halt dann eher dann wiederum stärker macht irgendwo. Ne? Deswegen gegen die Magier kackt er halt, würde ich sagen, noch mehr ab als gegen, ja, oder ich sag mal, als der Krieger im Vergleich. Und das ist so auf jeden Fall eine Schwäche, aber ansonsten ist der Paladin, muss man wirklich so sagen, auch trotzdem relativ stabil in den Dungeons. Also es macht schon Spaß. Er kann gute Kombos raushauen. Ich habe auch definitiv vor, mal in Zukunft, wenn ich den Account hier nicht mehr weiterspielen sollte, beziehungsweise auf Eis lege oder da jetzt nicht mehr so viel Spaß habe, dann möchte ich auf jeden Fall mit den Pilzen, die wir hier kriegen, sponsort so, möchte ich auf jeden Fall auch wieder so eine Art Projekt machen, wie damals mit dem Berserker, den ich hatte einmal, dass wir einen Dungeon-Gegner angreifen, da hole ich mir dann auch SF-Tool zur Hilfe, wo wir einen Dungeon-Gegner angreifen, der irgendwie eine 0,01%ige Chance hat und da buttern wir dann alles rein an Pilzen, was wir nur haben, weil ich möchte mit dem Paladin wirklich eine Combo der Vergeltung aufstellen, ja, denn ich möchte sehen, wie sich der Paladin von 1% Leben wieder auf 100% Leben hochhielt. Das macht für mich den Paladin aus so, das ist so das, was, ja, weswegen man die Klasse pickt, so eigentlich, ne? Und das möchte ich halt einfach sehen. Das habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe ein paar Tries gehabt, wo wir auch uns gut wieder hochgehielt haben, so 5, 6 Mal oder irgendwie so in Folge. Das ist auch ganz geil, sieht auch cool aus, ist auch nice, aber ich will so diese richtig krassen Zufälle will ich halt irgendwie jagen. Und da ja, ballern wir dann, wenn es dann irgendwie soweit ist. Und ich hier jetzt nicht mehr viel gebe auf die Pilze großartig oder mit dem Server aufhöre, machen wir dann nochmal so ein schönes Projekt, wo wir dann nochmal zusehen, dass wir einen richtig saftigen Dungeon Try uns irgendwie zusammen anschauen können. Ne, das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Ziel, was ich noch so habe hier auf dem Server.
Aber erstmal versuchen wir natürlich weiterhin hier irgendwie, so gut es geht, ein bisschen Progress zu machen, so, ne? Können wir mal das Rad drehen hier, mal kurz am Rad drehen. Und ja, weil ich den Paladin zwecks, ja, weil es halt eine neue Klasse ist, natürlich auch noch so ein bisschen im Auge behalten möchte und ein bisschen spielen will, ne? Auch wenn es nicht ganz so aktiv ist. Ich weiß nicht, wo ich momentan so in der Gilde stehe gerade. Da können wir mal kurz einen Blick rein riskieren. Ja, ich würde sagen, da stehe ich noch relativ grundsolide da. Also da kann man jetzt nicht haten. Das ist okay. Das ist ganz okay. Ja. Festung kracht bei mir immer rein. Das ist aber ganz normal, weil ich immer keinen Bock habe, ja, die Soldaten hier loszuschicken. Habe ich einfach keinen Bock. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich dann doch ein bisschen nachlässig auf jeden Fall. Da habe ich nicht so die Motivation. Die bringe ich dafür nicht ganz so heftig auf, muss ich sagen, weil, ja, ich genau weiß, diese Late-Game-Features, die bespiele ich sowieso nicht sehr lange, weil ich auch nicht sehr lange auf dem Server hier bleiben werde und deswegen gebe ich mir da auch nur ein bisschen Mühe mit der Festung, aber nicht so viel. Ja, also jeden Tag da zu jeder Zeit meine Soldaten loswerden, also das sehe ich hier auf dem Server momentan gerade nicht. Wenn ich tryharden würde, klar, mache ich das natürlich so gut es geht, aber ja, hier im Moment halt eher weniger. Ja, der Komma-Kommandeur, ne, das wäre ja geil, wenn er noch fallen würde, aber ich denke mal für heute, ja, soll es das gewesen sein. Der hat eine realistische Chance. Das wäre vielleicht so ein Gegner, wo wir eine gute Combo aufstellen würden. Ne, da muss halt ein wirklich perfekter Try landen, dass der liegt. Und der Try, der wäre dann wahrscheinlich auch sehenswert. Ne? Aber ich weiß halt jetzt nicht genau, wie viel Prozent der hat. Will ich jetzt auch nicht unbedingt tryen jetzt die ganze Zeit. Die Pilze, die ich jetzt momentan habe, die kann ich im Moment noch besser verwenden, als alle 3000 Pilze hier in den Dungeon rein zu eskalieren. So, ne? Da können wir noch schön uns neu equippen oder die Begleiter equippen oder sowas von, denn beim nächsten Epic-Event oder so. Aber ja, da sind die Pilze im Moment jetzt erstmal sinnvoller angelegt als hier in den Gegner jetzt. Ja, deswegen würde ich sagen, versuchen wir den vielleicht mal irgendwann anders. Ja, schade. Vielleicht kriegen wir den noch früher oder später. Wäre ganz erfreulich. Wird uns auch nochmal 2, 3 Level geben, denke ich mal. Sind ja fast wieder Level up. Und ja, aber für das heutige Video war es das erstmal soweit. Wir haben uns einen kleinen Einblick verschaffen können zu den, Top-Rängen hier momentan. Kani ist absolut am Durcheskalieren hier und der Server generell auch, muss man sagen, eine recht starke Performance hier tatsächlich, ne? Mit 72k Spielern ist das alles andere als schlecht. Ja, Green Bull hier bei den Parler Horns auf Platz 13 gerade, bei Green Bull waren wir am Account gewesen, einer der stärksten Parlers auf dem Server hier auch. Ja, hier auf jeden Fall auch sehr stabil hier auch noch weiterhin mit dabei. Ne? Die Parler Horns, die sind hier, denke ich mal auch, ja, ein guter Anreiter hier oder ein guter, wie sagt man, ein guter Anwärter, ne? Ja, genau, das was ich gesucht habe, ein guter Anwärter auf jeden Fall für einer der Top-Gilden, denke ich mal so, ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Bin gespannt, welche Gilden sich am Ende des Tages dann hier durchsetzen werden, wenn dann erstmal so die Raid-Phasen durch sind. Die sollten jetzt auch, denke ich mal, bald durch sein. Ja, Magazine hat schon 50 Raids, die Parler Horns, die habe ich eben gesehen, die haben 49, Holy Order sind auch bestimmt bei 50, genau. Ja, mal gucken, welche Gilde haben wir hier noch weit oben. Ja, dann splittet sich das ziemlich krass auf, muss ich sagen, tatsächlich. Diese Tschechen hier, ne, die sehen so aus, ja, sind auch relativ stark. Ne? Aber ansonsten, ja, gucken wir einfach mal. Wir beobachten das Ganze mal. Wir beobachten und schauen mal, was wird. Ne? Genau. So, Freunde, bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.